Willkommen in der Bastelgarage zu einer weiteren Ausgabe. Mir ist da ein kleines Ding passiert, und zwar wollte ich eigentlich mit meiner Oberfräse eine Falz, oder der Falz heißt das ja richtig, wollte ich eine Falz fräsen, und dabei ist mir etwas aufgefallen. Hierin bewahre ich meine Oberfräse, meine Kantenfräse drin auf mit dem ganzen Zubehör. Wie immer wollte ich mir jetzt hier die Kantenfräse rausnehmen. Dazu gibt es ja diese Kantenfräsekorb, Oberfräsenkorb. Hier, das ist ein Winkelfräskorb und verschiedene Absaugteile und ist alles da drin. Das, was mir dann aufgefallen ist, das ist dieses geheimnisvolle Ding. Und da muss ich ehrlich sagen, das kannte ich nicht. Durch Zufall habe ich es dann rausgesucht und habe überlegt, was könnte das sein? Und das hat mich natürlich wahnsinnig gemacht, etwas darin in dem Karton zu finden, was schon ewig dabei ist, was ich schon jahrelang dabei liegen habe. Ist mir so, habe ich immer auf Seite gelegt, ist mir noch nie aufgefallen. Und zwar ist das ein, Moment, ich muss mal gerade nachlesen, Parallelführung zum Kantenfräsen. Also ich zeige mal einfach, was man damit Tolles machen kann. Ich bin nämlich ganz begeistert von diesem kleinen super Teil, was man auch als Ersatzteil kaufen kann, wenn ihr eine Makita habt. Ich verlinke das mal unten drin, wo sowieso meine Werkzeuge und Maschinen aufgeführt sind. Wer sich dafür interessiert, ist gar nicht so teuer. Also es kommt, glaube ich, auf die Maschine an. Ich habe da irgendwas von 9 bis 15 Euro gesehen. Aber das ist wirklich hilfreich. Zunächst zeige ich mal, wie ich es normalerweise immer mache. Ich setze einfach hier halt den Fräser rein, mache den fest und mache diesen Fräskorb darüber. So habe ich es normalerweise immer gemacht. Mir ein Brett hier oben drauf festgeklemmt, an der ich einfach die Oberfräse hier entlang ziehe, damit ich hier eine Falz reinkriege. Ich zeige das mal gerade. Und damit habe ich dann hier eine schöne Falz drin. Soweit so gut, aber das hier ist ja relativ aufwendig mit dem Holz immer einspannen. Und da kommt jetzt hier unsere Parallelführung für die Kantenfräsung ins Spiel. Und zwar dreht man hier unten, wo seid ihr da? Da, hier unten die Schraube los. Dann kann man mit dieser Schraube das Unterteil hier verschieben. Das schiebt sich also immer weiter nach vorne weg und kann somit hier den Abstand einstellen. Wenn man den Abstand hat, dreht man das Ganze hier mit dieser Schraube fest und dann legen wir mal los. Das hier, der Fräser, ich habe natürlich einen Strom rausgemacht. Hier ist mein Fräser, hier ist das kleine Rädchen. Das kann man jetzt hier, ich mache das mal gerade hier am Rand fest, so, drehe das Ganze auf. Und damit kann man jetzt hier schön das Ganze hin und her schieben, dass das hier ist der Fräser. Und dementsprechend kann man immer weniger oder mehr vom Fräser freigeben für zu fräsen. So, ich habe das jetzt mal so gemacht, dass ich die Hälfte von dem Fräser ungefähr habe. Jetzt ist natürlich wichtig, dass man hier zwischen genügend Luft lässt, dass der Fräser nicht auf das Drehteil aufschlägt. Jetzt läuft dieses Rädchen hier unten entlang, ist meine Führung, und der überstehende Fräser schneidet mir dann oben den Falz oben rein. Und damit habe ich auch hier eine erstklassige Falz, kann die auch, wenn ich möchte, hier um die Ecke weiter rum machen. Des Weiteren kann ich hier, ich habe das jetzt nur mal mit Klebeband gekennzeichnet, wenn ich solche Einfräsungen machen möchte, für, sagen wir mal, Scharniere oder sowas reinzumachen, ich mache das mal ab, habe das hier angezeichnet, dann kann ich da auch ganz toll von der Seite aus hineinfahren, reinfahren, das Stück machen und wieder rausfahren.
damit habe ich dann hier so eine richtig schöne Falz reingemacht. Sieht toll aus, geht schnell und man braucht nicht andauernd Bretter festzumachen oder sich eine Schiene anzulegen oder was auch immer. Funktioniert erstklassig. Und das, was ich so fantastisch daran finde, ist einfach, einmal eingestellt, ist das halt wiederholgenau. Man braucht nicht immer ein neues Brett festzumachen, sondern man kann tatsächlich an jeder Stelle erneut eine Ecke reinfräsen. Und das wiederholgenau. Das finde ich so toll. Ich wusste gar nicht, wie gesagt, das habe ich da drin zwar schon mal gesehen, habe es aber noch nie benutzt. Und dass solch tolle Sachen einfach als Zubehör dabei liegen in meinem Komplettset, das fand ich dann ganz einfach toll. Also das ist wirklich, das werde ich jetzt öfters benutzen. Erwähnen möchte ich noch, das passt natürlich auch auf die Akkuversion. Das passt da ganz toll drauf. Das spielt also keine Rolle, ob das oder das ist. Und es gibt es natürlich auch von anderen Firmen, aber ich denke mal, das Teil ist wirklich sein Geld wert. Dann habe ich mich gefragt, Parallelanschlag, glaube ich, kennt jeder. Ich zeige es mal kurz. Aber in meinem Fall ging es darum, wofür ist dieses zweite Loch da drin? Erst habe ich gedacht, um hier die Einstellschraube versetzen zu können, dafür ist er wahrscheinlich auch tatsächlich da, um das Teil weiter rausziehen zu können. Aber dann habe ich da recherchiert und herausgefunden, wofür man das noch brauchen kann. Und zwar das Loch, was hier drin ist, das bauen wir jetzt mal gerade hier um. So, damit ist der Anschlag jetzt oben. Und wenn wir uns jetzt einen 6 mm Bohrer nehmen, bohren hier ein Loch hinein. Nehmen jetzt den Bohrer und stecken den durch dieses Teil in das Loch rein. Dann haben wir einen Kreisschneider. Ich zeige das mal. Perfekt. Und damit kann man dann, wenn man das Ganze hier ausfährt, von da bis hier in die Mitte sind 22 cm. Das bedeutet, man kann Kreise bis 40 cm Größe kann man fräsen. Wenn man das Ganze wieder andersrum auseinanderbaut, ist die kleinste Möglichkeit, einen Kreis hier zu schneiden. Das sind 6,5 cm, also ein 13 cm großer Kreis ist das kleinste, was man damit machen kann. Einfach und simpel. Und wenn wir jetzt schon einmal beim Experimentieren sind, das ist jetzt ein Winkelfräskorb. Das heißt, er hat hier eine Skala. Die geht auf der Seite bis 45 Grad, auf der anderen bis 30 Grad. Und damit kann ich diesen Korb, ich mache jetzt mal eine 45 Grad Winkel, der wird dann auf beiden Seiten festgeschraubt. So. Da kommt dann die Oberfräse rein. Und damit habe ich jetzt hier unten einen 45 Grad Schnitt, kann ich damit machen. Ich zeige euch das Ganze mal kurz. Und damit habe ich jetzt eine V-Nut, mit der ich zum Beispiel jetzt hier Bretter schräg einsetzen kann in verschiedenen Winkeln und verschiedenen Tiefen. Das hier habe ich jetzt nicht tief genug gemacht, deshalb habe ich hier eine leichte Kante überstehen. Aber vom Prinzip her, ich habe das Ding noch nie benutzt und das ist jetzt wirklich das allererste Mal. Und ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass das alles so toll, dass man das damit so toll machen kann.
Dann habe ich noch so etwas gefunden in der Kiste und war erst am Überlegen, was es ist, bis ich dann dahinter gekommen bin. Und zwar gibt es ja diesen Fräskorb hier mit der Tiefeneinstellung, also den man hier drauf und runter fahren kann. Und der hat hier vorne so 2 Löcher, Führungen, wo dieses Teil reinpasst. Da habe ich gedacht, gut und schön, aber was fängst du damit an? Und dann bin ich dahinter gestiegen, was das Ganze soll. Und zwar der Anschlag hier. Der wird mit einer Schraube hier hinten festgemacht. Kommt vorne an diesen Korb dran. Und dann hat man einen richtigen Anschlag, den man einstellen kann und damit auch richtig gut fräsen kann. Also manchmal ist es schon schwierig. Ich muss sagen, das liegt jetzt schon mehrere Jahre eigentlich in meiner Kiste dran. Ich habe es nie ausgepackt und ich frage mich wirklich, warum ich das Ganze nicht einfach benutzt habe, weil das sind so tolle Jigs, die einem wirklich ganz toll helfen können und es ist einfach unfassbar. Das soll es für heute mal wieder gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch, wie immer, für eure Aufmerksamkeit. Sage, macht's gut, bleibt gesund, tschüss, bis demnächst, euer Jürgen.